Wenn der Fragende aus Japan kommt, kann die Antwort eines Deutschen manchmal wirken wie, oh, der bemüht sich ja gar nicht. Für jemanden wie mich, der aus Japan kommt, kann das am Anfang den Magen etwas durcheinander bringen. Japaner finden Deutsche manchmal zu direkt und Deutsche finden Japaner manchmal zu unklar. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute geht es um ein wirklich faszinierendes Thema. 5 Dinge, die in Deutschland und Japan genau das Gegenteil sind. Deutschland und Japan. 2 Länder, die auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten haben, aber bei genauerem Hinsehen gibt's Gegensätze, die echt überraschend sind. Kurz Abo und Like nicht vergessen und los geht's. Nummer 1. Verhalten und Körpersprache. Fangen wir mit unserer typischen Art zu kommunizieren an, denn hier gibt es ein wirklich interessantes Gegenteil. Zunächst geht es um den Kommunikationsstil. In Japan wird oft zurückhaltend, indirekt und eher vorsichtig gesprochen. Man verwendet Formulierungen wie "kamoshiremasen ne?", vielleicht wäre das möglich oder "kangaete mimasu". Ich denke noch darüber nach. In Deutschland dagegen wird direkt, klar und deutlich gesprochen. Man sagt, was Sache ist. Dadurch entstehen leicht Missverständnisse. Stellen wir uns vor, jemand fragt, kannst du bitte diese Aufgaben bis morgen erledigen? この課題を明日までにしておいてくれますか? Eine Japanerin würde vielleicht sagen, das könnte schwierig sein. ちょっと難しいかもしれませんね. Das bedeutet im Japanischen meist wahrscheinlich nicht. 多分無理です. Ein Deutscher würde dagegen einfach sagen, das geht nicht. できません. Ganz klar, ohne Umschweife. Wenn der Fragende aus Japan kommt, kann die Antwort eines Deutschen manchmal wirken wie, oh, der bemüht sich ja gar nicht. いや、少しぐらい頑張ろうという努力見せてほしいな. Auch Schweigen hat eine völlig andere Bedeutung. In Japan bedeutet Schweigen oft Unsicherheit, Unbehagen oder dass man nicht zustimmt. Deshalb wird während eines Gespräches sehr viel Zustimmung durch kleine Laute gezeigt. Also Aizuchi wie Hai, so desu ne. In Deutschland bedeutet Schweigen meistens ich höre zu und denke nach. Deshalb gibt es dort viel weniger Aizuchi. Das kann Japaner aber leicht verunsichern, obwohl es in Deutschland häufig gemeint ist. Auch beim Entschuldigen gibt es Unterschiede. Japaner sagen sehr häufig und schnell "sumimasen" oder "gomennasai". Dadurch kann die Bedeutung manchmal etwas leicht wirken. In Deutschland entschuldigt man sich eher selten, aber wenn, dann meint man es sehr ernst. Entschuldigung oder es tut mir leid hat im Deutschen oft mehr Gewicht. Dann gibt es noch Gesten, die komplett gegensätzlich sind. In Japan zeigt man bei Fotos sehr oft das Peace-Zeichen. In Deutschland machen das viele gar nicht. Sie stehen einfach normal da. Zudem, wenn man in Japan auch sich selbst zeigt, zeigt man meistens auf die eigene Nasenspitze mit seinem Zeigefinger. In Deutschland dagegen legt man die Hand auf die Brust. Als mein deutscher Mann einmal mit meinen Eltern auf Japanisch gesprochen hat, hatte er dabei die Hand auf seine Brust gelegt und gesagt, "Watashi wa." Ich dachte in dem Moment nur, wow, das sieht ja fast aus wie eine Theatergeste. Aber in Deutschland ist das einfach die ganz normale Geste, um auf sich selbst zu zeigen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass viele Japaner im Alltag sehr viel lächeln und freundlich wirken. Natürlich ist dieses Lächeln nicht immer zu 100% echt, aber es wird oft als eine Form von Rücksicht und Höflichkeit benutzt. In Japan gehört ein freundliches Lächeln einfach zur sozialen Etikette dazu. Deshalb erlebt man in Japan auch heute noch sehr häufig und zuvorkommenden Service, selbst wenn sich das langsam verändert. In Deutschland oder allgemein in vielen westlichen Ländern lächelt man eher, wenn man es wirklich so meint. Man lächelt nicht einfach nur so, deshalb sieht man im Alltag vor allem beim Fremden oft neutrale oder ernstere Gesichtsausdrücke. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass viele Menschen die Stirn leicht gerunzelt haben, ohne es zu merken. Natürlich hängt das alles von der Person ab, das ist klar, aber für mich persönlich fühlt es sich oft so an, als wäre es in Deutschland viel schwieriger, jemanden zum Lachen zu bringen. Das liegt nicht nur am Humor, es scheint einfach ein anderer Umgang mit der Kultur zu sein.
Ein Fehler, den ich in Deutschen oft bei Gästen gemacht habe, betrifft den Umgang mit verneinten Fragen. Zum Beispiel bei einer Frage wie, die Antwort ist nicht A, oder? Im Deutschen antwortet man dann entweder, nein, die Antwort ist nicht A und schüttelt den Kopf. Oder, doch, die Antwort ist A und nickt. Im Japanischen sieht das jedoch ganz anders aus. Hai, de wa nai desu. Ja, es ist nicht A und dabei nickt man. Oder, ie, desu. Nein, es ist A und dabei schüttelt man den Kopf. Das bedeutet, im Deutschen sagt man nein oder doch. Im Japanischen dagegen hai, ja oder ie, nein. Selbst wenn der Inhalt gleich ist. Und nicht nur die Wörter sind gegenteilig, sogar die Bewegung des Kopfes ist es. Ich habe diesen Fehler tatsächlich während meiner Umschulung in Deutschland gemacht. Ich habe sprachlich richtig geantwortet, aber die Kopfbewegung japanisch gemacht. Da hat mein Lehrer mich nur angeschaut und gesagt, ja, was denn nun? Und erst da wurde mir klar, wie verwirrend das sein kann. Und noch ein spannender Unterschied, das Komm mal her Zeichen. In Deutschland macht man das mit der Handfläche nach oben und einer Bewegung von unten nach oben. In Japan dagegen mit der Handfläche nach unten und oben nach unten. Das heißt also, japanisches Komm her kann in Deutschland wie Geh weg wirken und deutsches Komm her kann in Japan wirken wie eine Provokation, fast so, als würde man sagen, was willst du? Total faszinierend, oder? Dieses Thema allein würde schon für ein ganzes Video reichen, aber heute möchte ich noch 4 weitere Gegensätze vorstellen. Wenn ihr Interesse habt, kann ich dazu gerne ein ausführliches Video machen. Und wenn euch solche kleinen Kulturunterschiede gefallen, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal. Ich teile solche meine Beobachtungen und Kulturunterschiede auch in anderen Videos. Nummer 2. Noten in der Schule. Der zweite Gegensatz betrifft die Schulnoten. In Deutschland ist die Note 1 die beste und 6 die schlechteste. In Japan ist es genau andersherum. Die Note 5 ist die beste und 1 die schlechteste. Ja, in Japan gibt es keine Note 6 und die Note unter 2 ist bei der Prüfung meistens nicht bestanden. Das heißt, ein deutscher Schüler, der eine 5 zieht, denkt, oh nein, durchgefallen. Aber in Japan würde er denken, yes, Bestnote. Als ich in Deutschland eine Umschulung gemacht habe, habe ich natürlich für jedes Fach Note bekommen und habe ich bei einem Fach Note 2 bekommen. Dann war ich erst schockiert, dass ich eine schlechte Note bekommen habe, aber in Deutschland ist die Note 2 eher gut. Das Notensystem in Japan ist aber etwas kompliziert. Oft zwischen Grundschule und Oberschule ist die Note von 1 bis 5. Wie gesagt, die Note 5 ist am besten. Aber die Note an Universitäten oder manchen Bildungszentren ist anders. Und zwar in Japan nutzen die Unis auch ein GPA-System, also den Grade Point Average, also Durchschnittsnote. Das Beste ist ein S oder A+, das zählt als 4,0. Dann kommt B mit 2,0 und C mit 1,0. Alles unter 60% ist ein F, also durchgefallen mit 0 Punkten. Oft seht es in japanischen Zeugnissen von Unis statt S oder F, sondern Shu oder Fuka, also mit japanischen Kanji. Genaue Skala könnt ihr im Video sehen. In Deutschland wird auch das Verhalten im Unterricht bewertet, also ob man aktiv am Unterricht teilnimmt oder nicht. In Japan achtet man zwar ebenfalls auf das Verhalten im Unterricht, aber was aktives Mitmachen oder Fragen stellen betrifft, ist es nicht so streng wie in Deutschland. Das hängt sicher auch ein bisschen von der Generation oder der jeweiligen Schule ab, aber in Japan ist es eher typisch, dass Schüler vor allem in der Grundschule häufig die Hände heben. Je älter sie werden, desto strenger wird es im Unterricht. Viele antworten dann nur, wenn sie direkt aufgerufen werden. Ich selbst habe nur das japanische Bildungssystem erlebt, daher weiß ich es leider nicht ganz genau, aber mein Eindruck ist, dass es in Deutschland mehr Diskussionen gibt und die Prüfungen dort oft offene Fragen enthalten, bei denen man mit eigenen Worten antworten muss, statt nur aus mehreren Optionen zu wählen. Außerdem scheint es in Deutschland relativ normal zu sein, ein Schuljahr zu wiederholen.
In Japan dagegen ist das sehr selten, außer bei Schülern, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen längerer Abwesenheit nicht am Unterricht teilnehmen konnten. Nummer 3. Autos und Co. Japan und Deutschland sind beide dafür bekannt, gute Autos herzustellen. Doch zwischen den beiden Ländern gibt es große und zum Teil gegensätzliche Unterschiede. Zunächst einmal die Fahrspuren. In Deutschland fährt man auf der rechten Straßenseite, während in Japan der Linksverkehr gibt. Das bedeutet also, dass auch die Überholspur auf der Autobahn auf der jeweiligen anderen Seite liegt. In Deutschland ist die linke Spur die schnelle, in Japan dagegen die rechte. Da die Fahrspuren spiegelverkehrt sind, muss man auch beim Abbiegen besonders aufpassen. In Deutschland muss man beim Linksabbiegen auf den Gegenverkehr achten, in Japan dagegen beim Rechtsabbiegen. Man könnte also sagen, in Deutschland gilt rechts vor links, in Japan eher links vor rechts. Auch wenn es noch viele kleine Unterschiede gibt, verändert sich durch die unterschiedliche Fahrtrichtung viele Verkehrsregeln. Ein weiterer großer Unterschied betrifft die Autos selbst. Da die Fahrspuren auf der gegenüberliegenden Seite liegen, sind auch Fahrer- und Beifahrersitz seitenverkehrt angeordnet. In Deutschland sitzt der Fahrer links, in Japan rechts. Dementsprechend sind auch die Bedienelemente vertauscht. In Deutschland ist der Blinkerhebel links und der Scheibenwischer rechts. In Japan genau umgekehrt. Ich fahre sehr gerne Auto und bin oft in Japan gefahren. Als ich jedoch in Deutschland angefangen habe zu fahren, habe ich anfangs häufig Blinker und Scheibenwischer verwechselt. Einfach aus Gewohnheit. Oft wollte ich nur den Blinker betätigen und stattdessen gingen die Scheibenwischer an. Ein weiterer Gegensatz zeigt sich bei den Getriebearten. In Deutschland nimmt die Zahl der Automatik- und Elektroautos zwar zu, doch nach wie vor sind Schaltwagen weit verbreitet und zudem meist günstiger. In Japan hingegen fahren fast alle Autos mit Automatikgetriebe, Schaltwagen sind ganz selten und oft sogar teurer. Auch Hybridfahrzeuge sind in Deutschland auf dem Vormarsch, aber in Japan sind sie schon seit vielen Jahren sehr verbreitet und das Vertrauen in die Technologie scheint dort größer zu sein. Ich bin zwar kein Autoexperte, aber das ist der Eindruck, den ich persönlich habe. Ein weiterer gegensätzlicher Punkt betrifft das Parken. In Deutschland ist Vorwärts- oder Parallelparken sehr üblich, während in Japan meist rückwärts eingeparkt wird. Deshalb kann ich perfekt rückwärts einparken, habe aber beim Vorwärts einparken immer noch ein ungutes Gefühl. Zumal viele deutsche Autos vorne recht lang sind, was für jemanden aus Japan manchmal schwer einschätzen ist. Und noch eine kleine Randbemerkung. In Deutschland spricht man von einer grünen Ampel, in Japan dagegen von einer blauen Ampel. Tatsächlich ist die Farbe der japanischen Ampel für mein Auge eindeutig grün, gelb, rot. Aber da man in Japan von blau spricht, heißt sie eben blaue Ampel. Ich gehe hier nicht weiter auf die sprachgeschichtlichen Gründe ein, aber als Mutter einer 2-jährigen Tochter frage ich mich manchmal, ob diese Bezeichnung nicht zur Verwirrung führen könnte, wenn sie die Farben lernt. Nummer 4. Wasser. Das vierte Gegenteil betrifft etwas, das wir wirklich jeden Tag brauchen, nämlich Wasser. In Deutschland ist das Leitungswasser meistens eher hart, also mineralreich, und viele Menschen trinken dort gerne Wasser mit Kohlensäure. Im Supermarkt gibt es sogar verschiedene Stufen, zum Beispiel Medium und Sprudel bzw. Classic. Zum Glück gibt es auch stilles Wasser, falls man keine Kohlensäure mag. Das Leitungswasser kann man in Deutschland problemlos direkt trinken. Allerdings enthält es je nach Region viel Kalk. Für jemanden wie mich, der aus Japan kommt und an weiches Wasser gewöhnt ist, kann das am Anfang den Magen etwas durcheinander bringen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich in den ersten Wochen Verdauungsprobleme hatte. Durch den Kalk können außerdem Kalkflecken im Bad entstehen und der Duschkopf kann sich mit der Zeit zusetzen. Als ich früher in Berlin gewohnt habe, war das besonders extrem. In meiner Wohnung gab es einen festen Duschkopf, der lange nicht benutzt wurde. Als ich sie einmal wieder aufgedreht habe, war der Wasserdruck so hoch, dass die Brause fast heruntergefallen wäre. Ziemlich gefährlich. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet.
Hartes Wasser kann außerdem Haut und Haare austrocknen. Nach dem Duschen fühlen sich meine Haare in Deutschland oft etwas rau oder schwer an und Shampoo schäumt schlechter. Man muss die Haare erst gut einweichen, bevor der Schaum richtig kommt. In Japan dagegen ist das Wasser sehr weich und fast alle trinken es ohne Kohlensäure. Leitungswasser direkt zu trinken ist nicht so empfehlenswert, daher kochen viele es vorher ab oder kaufen Trinkwasser im Supermarkt. Wenn ich nach Japan zurückkomme, merke ich sofort, dass meine Haut besser wird. Vielleicht liegt es daran, dass meine Haut einfach an weiches Wasser gewöhnt ist. Auch meine Haare fühlen sich in Japan weicher an, wenn ich sie trockne. Allerdings gibt es auch Nachteile. Besonders im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, werden meine Haare schnell kraus und wellig. An Regentagen oder in der Regenzeit ist es wirklich schlimm. In Deutschland passiert das zwar auch, aber durch das harte Wasser fühlen sich meine Haare dort oft stabiler und weniger flausig an. Mein deutscher Mann sagt übrigens auch, dass seine Haare in Japan anders fallen und sich weicher anfühlen. Allein beim Wasser merkt man also schon richtig große Unterschiede zwischen beiden Ländern. Besonders beim Geschmack. Für viele Deutsche ist stilles Wasser eher langweilig, während für viele Japaner sprudelndes Wasser total ungewohnt ist. Ich persönlich konnte Kohlensäure als Kind nie gut trinken, deshalb fällt es mir heute noch schwer. Und wenn Kohlensäurewasser länger steht, habe ich das Gefühl, dass sich der Geschmack verändert. Ich mag das gar nicht. Geht es euch auch so? Beide Wasserarten haben ihre Vor- und Nachteile. Wie ist es bei euch? Mögt ihr Wasser mit Kohlensäure oder lieber ohne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nummer 5. Sprache und Anrede. Und das letzte Gegenteil heute, die Sprache. In Japan ist die Sprache extrem indirekt und höflich. Es gibt viele verschiedene Anredeformen und Höflichkeitsformen. In Deutschland ist die Sprache dagegen oft sehr direkt. Deutsche sagen einfach klar und gerade heraus, was sie denken, ohne viele Umwege. Der Grund für diese gegensätzlichen Unterschiede liegt darin, dass Japanisch eine High-Kontext-Sprache ist, während Deutsch als Low-Kontext-Sprache gilt. Bei High-Kontext-Sprache wie bei Japanisch wird es hingegen oftmals nicht direkt angesprochen, sondern zwischen den Zeilen vermittelt und auf der Empfängerseite entschlüsselt. Die High-Kontext-Sprache wie Japanisch zeichnet sich also dadurch aus, dass hinter der Kommunikation gemeinsames Verständnis steht, sodass die Bedeutung irgendwie verstanden werden kann, auch wenn sie nicht in Worten ausgedrückt wird. Bei Low-Kontext-Sprachen wie bei Deutsch wird sehr direkt und explizit gesprochen. Alles Wichtige wird klar und deutlich ausgesprochen. Das führt manchmal zu Missverständnissen. Japaner finden Deutsche manchmal zu direkt und Deutsche finden Japaner manchmal zu unklar. Außerdem unterscheidet sich der Humor in Deutschland und Japan ziemlich stark. In Deutschland ist Sarkasmus sehr verbreitet. Dort macht man oft Witze, die ein bisschen ironisch klingen oder auf den ersten Blick wie eine kleine Stichelei wirken. In Japan dagegen kommen eher direkte, einfache Wortwitze oder humorvolle Situationen gut an, also Humor, der ohne Ironie funktioniert. Wenn man also einem Japaner Sarkasmus gegenüber verwendet, kann das schnell als persönlicher Angriff verstanden werden. Besonders bei Menschen, die keine Auslandserfahrung haben, sieht man es ihnen vielleicht nicht direkt an, aber innerlich können sie sich verletzt oder verärgert fühlen. Deshalb sollte man damit ein bisschen vorsichtig sein, wenn man mit Japanerinnen und Japanern spricht. So, das waren meine 5 Dinge, die in Deutschland und Japan genau das Gegenteil sind. Welches Gegenteil hat euch am meisten überrascht? Schreibt mir gerne eure Meinungen unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo, damit ihr nicht mehr Videos rund um die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan, das Leben als Japanerin in Deutschland oder japanische Kochvideos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。